Herzlich willkommen bei MMA Unfolded, der MMA-Plattform für Fachwissen und Einblicke hinter die Kulissen. Wie der Name des Kanals schon sagt, dreht sich hier alles um das Thema Mixed Martial Arts, kurz MMA. In unserer Videoreihe MMA Unfolded Basics besprechen wir grundlegende Themen zum MMA, die auch für völlige Neulinge nachvollziehbar sind. Entsprechend naheliegend ist es, dass wir uns in unserem ersten Video der MMA Unfolded Basics erstmal der grundlegenden Basisfrage widmen: Was ist überhaupt MMA? Unter anderem werden wir besprechen, welche Techniken aus welchen Kampfsportarten angewendet werden und welches Equipment verwendet wird. Außerdem geben wir euch einen kurzen Überblick über die Entwicklungsgeschichte des MMA. Viel Spaß dabei! Mixed Martial Arts, zu Deutsch gemischte Kampfkünste, ist eine Vollkontakt-Kampfsportart, bei der Techniken verschiedener Kampfkünste und Kampfsportarten gemischt werden können. Aufgrund der dadurch entstehenden Komplexität wird MMA häufig als die Königsklasse der Kampfsportarten bezeichnet. Grob eingeteilt werden können die erlaubten Techniken im MMA in die zwei Bereiche des Striking und des Grappling. Im Striking können einerseits Schlagtechniken und Tritttechniken genutzt werden, die man sonst auch im Boxen, Kickboxen, Taekwondo, Muay Thai oder Karate findet. Zu den erlaubten Schlagtechniken zählen zum Beispiel der Jab, der Cross, der Haken, der Roundhouse Kick. Im Bereich der Profiathleten kommen dann auch noch Techniken wie Ellenbogenschläge oder Kniestöße zum Kopf hinzu. Der Bereich Grappling kann wiederum grob in Clinchen, Ringen und Bodenkampf eingeteilt werden. Die genutzten Techniken sind sonst im Ring, Judo, BJJ oder auch im Sambo zu finden. Im Bereich des Grapplings kommen somit zum Beispiel Takedowns, Würfe, Positionsverbesserungen im Stand und auf dem Boden sowie Aufgabegriffe, die sogenannten Submissions, vor. Auch Techniken aus weiteren Kampfkünsten oder Kampfsportarten können eingesetzt werden, sofern sie im Rahmen des Regelwerks legal sind. Besonders macht das MMA also insgesamt die Kombination vieler verschiedener Techniken sowie der Übergänge zwischen den Techniken. Eine weitere Besonderheit ist außerdem das sogenannte Ground and Pound. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Kampfsportarten ist es im MMA erlaubt, dass auch im Bodenkampf geschlagen und zum Körper getreten werden darf. MMA findet typischerweise in einem sogenannten Cage oder zu Deutsch Käfig statt. Die Ringfläche ist also mit einem Maschendrahtzaun beschränkt. Der Cage hat typischerweise eine achteckige Form und zwei Türen. Die Athleten tragen die typischen MMA-Handschuhe, deren Besonderheit im Gegensatz zu Boxhandschuhen die freiliegenden Finger sind. So kann den Athleten auch das Grappling ermöglicht werden. Während Profiathleten dünnere Handschuhe als die Amateurathleten tragen, zählen außerdem Shinguards für die Amateure zur Pflichtausstattung. Hinzu kommen für die Amateure außerdem kurzärmelige Rushguards, sowohl für Männer als auch für Frauen, welche natürlich auch im Profi-MMA entsprechende Oberteile tragen. Das visuelle Erscheinungsbild von Profis und Amateuren unterscheidet sich demnach deutlich voneinander. Aufgrund der Vielfältigkeit der einsetzbaren Techniken kann das Match auch auf vielfältige Arten beendet werden. So kann ein Athlet das Match gewinnen, wenn er den Gegner K.O. schlägt, zum Abklopfen bringt oder der Referee das Match abbricht. Der Referee schreitet zum Beispiel ein, wenn der unterlegene Athlet sich nicht mehr intelligent verteidigt oder verletzt ist. Abgesehen davon ist natürlich auch eine Punktrichterentscheidung möglich, die durch die 3 Punktrichter ermittelt wird, welche die Effektivität der Aktion der Athleten einschätzen. Weitere Sonderfälle wie Disqualifikation durch den Referee sind natürlich auch möglich. Seine historischen Ursprünge hat das MMA in den 33. Olympischen Spielen, genauer gesagt im Jahre 648 v. Chr. Schon damals trieb die Leute die Frage danach um, wer der beste Kämpfer sei. Entsprechend wurde nach der Einführung von Ring und Boxen schließlich auch das sogenannte Pankration eingeführt, bei dem Ringen, Boxen und Schläge am Boden erlaubt waren. Schon damals existierten einige, wenn auch im Gegensatz zu heute, marginale Regeln und Verbote, wie zum Beispiel das Augenstechen oder Beißen. Im Laufe der Jahrhunderte gab es in verschiedenen Ländern wie Brasilien oder Japan
immer wieder Wettkämpfe, die dem heutigen MMA ähnelten und letztlich immer denselben zwei Fragen nachgingen. Erstens, wer ist der beste Kämpfer? Und zweitens, welche Kampfkunst oder Kampfsportart ist die überlegenste? Die Geburtsstunde des modernen MMA kann in der Gründung der Ultimate Fighting Championship, der UFC, gesehen werden. Die UFC ist heute die weltweit größte und bedeutendste MMA-Veranstaltungsreihe, welche 1993 gegründet wurde. Die Entwicklung der UFC nahm nach einigen Startschwierigkeiten eine enorme Dynamik an. Und im Zuge der Entwicklung des MMA bildete sich ebenfalls ein ausführliches Regelwerk, die sogenannten Unified Rules of MMA, heraus, welche bis heute auf der ganzen Welt genutzt werden. Mit den Unified Rules of MMA werden wir uns ebenfalls in weiteren Videos auf diesem Kanal beschäftigen. Während Veranstaltungen wie die UFC ausschließlich nach Profi-Regelwerk veranstalten, entwickelte sich seit den Anfängen der 2010er Jahre eine immer stärker werdende Amateurszene im MMA. Bei den Amateuren wird ein restriktiveres Regelwerk angewandt, das jungen und auch unerfahrenen Athleten den behutsamen Einstieg in den Sport ermöglicht. Insgesamt ist die Entwicklung des MMA im Vergleich zu anderen Sportarten untypisch. Die meisten Sportarten können gut mit einer Pyramidenform beschrieben werden. Die breite Basis des Sports bilden die Freizeitsportler. Daraufhin folgt ein ebenfalls relativ großer Anteil an Amateursportlern, während nur die wenigsten den Sport professionell betreiben und sozusagen die Spitze der Pyramide darstellen. MMA hat sich hingegen genau andersrum entwickelt, denn die UFC stellte zu Beginn mit einer Profiveranstaltung die einzige Plattform für MMA dar und zu Beginn existierten demnach ausschließlich Profis im MMA. Erst ab 2010 bildete sich die Amateurszene langsam heraus und auch die Freizeitsportler werden zunehmend mehr. Die Entwicklung des MMA hat also sozusagen in umgekehrter Reihenfolge stattgefunden. Während die Pyramide zu Beginn auf dem Kopf stand, hat sie sich heutzutage durch die Situation und durch die Arbeit der IMAF und der Nationalverbände im Bereich des Amateur- und Freizeitsports normalisiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vollkontakt-Kampfsportart MMA tief in der Historie der Menschen verwurzelt ist und als reinste Form des Wettkampfs angesehen werden kann. Der moderne MMA-Sport ist vergleichsweise zwar sehr jung, aber nimmt enorm an Bedeutung zu. Und nicht umsonst wird MMA oft als die am schnellsten wachsende Sportart der Welt bezeichnet. Umso mehr freuen wir uns, gemeinsam mit euch in den kommenden Videos weiter in die MMA-Welt eintauchen zu dürfen. Allerdings hat das MMA nicht nur Freunde und Fans, sondern auch Kritiker, die zum Beispiel die vermeintliche Brutalität und hohe Verletzungsgefahr des MMA kritisieren. Was es genau mit der Kritik am MMA auf sich hat, untersuchen wir in der nächsten Folge der MMA Unfolded Basics. Wenn euch das erste Video der MMA Unfolded Basics gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Außerdem würde es uns natürlich brennend interessieren, welche Themen rund um MMA euch am Herzen liegen und wir in einem Video bearbeiten sollen. Lasst es uns sehr gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, stay tuned und bis zum nächsten Mal bei MMA Unfolded.